Seit Jahrtausenden betreiben die Menschen Handel. Und wenn es zu wirtschaftlichen Beziehungen kommt, kommt es auch manchmal zu Interessenskonflikten oder Meinungsverschiedenheiten. Wenn dieser Streit nicht vor einem staatlichen Gericht beigelegt werden soll, einigen sich die Parteien auf ein Schiedsgericht. Doch was ist ein solches Schiedsgericht überhaupt? Und was bringt ein solches Verfahren den beteiligten Unternehmen? Darum geht es in dieser Folge von Trends. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist kurz gesagt eine private Alternative zu staatlichen Gerichten. Ein Schiedsgericht ist kein staatliches Gericht, sondern ein privates Entscheidungsorgan. Es hat vor allem im internationalen Handelsverkehr große Bedeutung. Für globale Player sind diese Verfahren im Tagesgeschäft unersetzlich. Niemand muss vor die Gerichte im Land seines Vertragspartners, sondern die involvierten Parteien treffen eine Vereinbarung. In diesem sogenannten Schiedsvertrag wird die richterliche Entscheidungsgewalt an einen oder mehrere Schiedsrichter übertragen. Diese sind unabhängig und Experten in den jeweiligen Fachgebieten. Im Vergleich zu staatlichen Gerichten sind Schiedsverfahren meistens viel schneller und dementsprechend günstiger, vor allem wenn um hohe Werte gestritten wird. Zudem bieten Schiedsgerichte einen höheren Grad an Vertraulichkeit. So können bei dem Verfahren Firmendetails oder ähnliche Internas behandelt werden, ohne dass es die Öffentlichkeit mitbekommt. Die Parteien selbst legen die Rahmenbedingungen der Verhandlung fest, zum Beispiel, wo es stattfindet und in welcher Sprache. Das erleichtert das Verfahren für alle Beteiligten. Die Parteien können durch die Auswahl der Schiedsrichterinnen auch mitbestimmen, wer über ihre Streitigkeit entscheiden wird. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass Experten in den jeweils auftretenden Sach- und Rechtsfragen tätig sind, was bei kleineren staatlichen Gerichten mangels Spezialisierung nicht der Fall ist. Das Schiedsgericht entscheidet den Streit letztlich endgültig mittels eines Schiedsspruchs, der wie ein staatliches Urteil internationale Rechtskraft hat. Mit der Zustellung des Schiedsspruchs an die Parteien erlangt er für sie Wirksamkeit. Ein weiterer Vorteil. Durch die eingeschränkte Anfechtbarkeit kommt es meistens viel schneller zu einem Ergebnis. Denn Schiedssprüche können nur aufgrund besonders schwerwiegender Verfahrensmängel und inhaltlicher Fehler aufgehoben werden. So darf ein Schiedsspruch zum Beispiel nicht gegen die Grundwerte der österreichischen Rechtsordnung verstoßen. Die Flexibilität kann auch ein Nachteil sein, wenn ein Unternehmen ungünstige Vereinbarungen trifft. Ist es daran auch im Verfahren gebunden. Außerdem können Schiedsgerichte keine Strafen verhängen oder Zwangsmittel vollstrecken. Das ist den ordentlichen Gerichten vorbehalten. Seit 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, begann der Boom von Schiedsgerichten. Ende der 80er Jahre beginnt das neue Zeitalter der Globalisierung. Viele Staaten und viele Wirtschaftsbereiche brauchen internationale Schiedsgerichte. Diese kümmern sich seitdem um Konflikte in allen Branchen, vom Tourismus bis hin zum Gesundheitssektor. Das sogenannte New Yorker Übereinkommen von 1958 spielt eine Schlüsselrolle für den Erfolg der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Es ermöglicht die Durchsetzung von Schiedssprüchen im Ausland, oder besser gesagt in 160 Ländern dieser Welt. Seit 1961 gibt es zudem das Europäische Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Das gilt auch als Grundlage für Österreich. In Wien sitzt das WIAC, Vienna International Arbitral Center. Österreich hat grundsätzlich ein schiedsfreundliches Gerichtswesen sowie ausgezeichnete Schiedspraktiker, die mit nationalen und internationalen Gepflogenheiten bestens vertraut sind. Die Schiedsgerichtsbarkeit ist eine wichtige Alternative zu den staatlichen Gerichten. Durch die Flexibilität des Verfahrens und der eingeschränkten Anfechtbarkeit von Schiedssprüchen kommt es meistens viel schneller zu einer endgültigen Entscheidung als bei herkömmlichen Gerichtsverfahren. Es ist also effizienter und es gibt rascher ein Ergebnis als bei einem Gerichtsverfahren, das oft durch 3 Instanzen muss. Außerdem sind Schiedssprüche anders als staatliche Gerichtsurteile nahezu weltweit vollstreckbar. Für Unternehmen, die ein Projekt umsetzen wollen, ist ein solches Verfahren also von Vorteil. Das war's mit der heutigen Folge von Trends. Falls du mehr über Lieferkettenprobleme, Freihandelsabkommen oder Kryptowährungen erfahren willst, schau dir andere Folgen von Trends an. Welche Themen bewegen dich?
Schreib es einfach in die Kommentare, direkt unter dieses Video. Vergesst außerdem nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen.